Die englischen Wochen stehen uns jetzt wieder bevor, bestehend aus Bundesliga, Pokal und dann natürlich auch mit der Champions League. Ne? Wir haben schon Zagreb geschlagen, haben jetzt Inter und Man City als nächstes vor der Brust, aber auch in der Liga unter anderem und auch der DFB-Pokal wird dann auch wieder bald beginnen. Also wir haben hier einiges zu tun. Wir spielen heute mit der kompletten B11, weil die komplette A11 ist leider nicht ganz fit. Von daher einmal geswitcht auf die B11 und im nächsten Spiel oder in den nächsten Spielen muss ich dann so einen kleinen Mix vielleicht machen. Weil halt auch nicht immer alle fit sein werden. Von daher ist das gut, dass wir so einen großen Kader haben. Von der Qualität her natürlich auch super. Und wir stehen bislang sehr gut da. Wir haben aus 4 Bundesligaspielen 3 Siege, eine Niederlage leider gegen Bayern. Ein Last-Minute-Sieg gegen die Hertha. Ein sehr überzeugendes Spiel gegen Union. Also von daher war da bislang alles mit dabei. In beide Richtungen. Und so wird das auch, glaube ich, in der Champions League sein. Und auch im Pokal werden es halt in so Spielen reinfighten müssen. Mal gucken, bis wohin es geht. Und auch in der Bundesliga müssen wir natürlich auch wieder Vierter werden. Das ist auch das Ziel. Mindestens unter die ersten 4 zu kommen. Von daher ist die Aufgabe klar. Und deswegen wäre so ein Sieg heute gegen Hoffenheim auch gar nicht so verkehrt. Aber man weiß natürlich, dass das mit der 11 immer ein bisschen schwerer werden könnte. Noch ein bisschen behäbiger. Aber da sind auch gute Leute mit dabei. Also ein Kunku unter anderem, der sonst auch in der A11 gespielt hat. Letztes Jahr Shaibi natürlich auch. Ja, aber wir haben auch ganz viel Talent. Wir haben in der Verteidigung Amenda, wir haben Miller. Die werden noch gut. Wir haben Larsson wieder zurück. Also von daher ist da sehr, sehr viel Potenzial in der Mannschaft. Was halt auch ziemlich nice ist. Dazu Buta und Knauf, Haraldsson vorne. Auf den freue ich mich auch immer mehr. Kann ja nur gut werden. So, und schauen wir mal. Nächster Angriff. Miller. Vielleicht schickt er mal Shaibi. Ja, oh, sehr riskant. Es hat geklappt. Jetzt muss er wieder hinterlaufen. Jawohl, sehr schön. So, und wer ist in der Mitte? Larsen, wo ist er? Nee, da ist Knauf. Da fehlt mir halt Larsen. Das ist halt schade, dass der halt wieder nicht da steht, wo er stehen soll. Und die Aufnahmen haben, glaube ich, auch bislang 6 Punkte. Also die stehen auch nicht so verkehrt da. Ist ja noch am Anfang der Saison. Ja, also jetzt hier irgendwie schon mal ein Fazit zu ziehen, ist, glaube ich, noch ein bisschen zu früh. So, Grätsche daneben. Aber mal gucken. Nagalo, vielleicht kriegt er den auf Shaibi. Ja, schöner Ball. Aber jetzt fehlen sie halt wieder. Jetzt sind sie vorne alle verteilt. Ein Kunku kommt. Larsen muss in die Mitte rein. Der winkt. Ja, kriegt er auch. Larsen mit links. Da hätten wir auch nochmal zurückspielen können, glaube ich. Ich muss nochmal kurz was gucken. Ich bin mir nämlich nicht ganz so sicher, was ich jetzt nochmal bei den anderen Aufstellungen hatte. Da hatte ich auch ein 4-2-3-1 und sehr offensiv auch. Na, aber hier Flügelspiel, hier Gegenpressing. Ich komme eigentlich mit dem ausgeglichenen Ding hier eigentlich ganz gut zurecht bislang. Die Bank ist auch nice, wenn man da mal drauf schaut. Ey, Tuta, Ibimbe, Götze, Kalioglu, die spielen halt sonst auch in der ersten 11. Ja, und Larsen an Ozan Kabak da vorbei. Da wäre auch abgeprallt. Genau, Hoffenheimer wieder mit ihrer Fünferkette. Ja, da wird wahrscheinlich... Oh, Fehler von Kaderabik. Schön. Mal gucken, ob wir schnell umschalten können. Larsen vielleicht mit einem Abschluss. Ja, und Baumann kann ihn nicht festhalten, wenn es denn Baumann war. Hoffenheim also mit der Fünferkette, genau wie unter anderem auch Mainz wahrscheinlich spielen wird. Union lässt sich gegen Hoffenheim ganz anders spielen als gegen Union. Ne, klar, weil die auch wahrscheinlich andere Anweisungen haben. Aber so Fünferkette generell, boah, da habe ich was gegen. Wisst ihr ja mittlerweile. Achtung, nächste Chance, Haraldsson. Und es ist tatsächlich Baumann im Tor. Große Chance, gut gespielt. Ja, und dann fehlt ihm so ein bisschen wie gegen die Bayern diese Kaltschnäuzigkeit. Da hätte er auch ein Ding machen müssen. Also alleine auf Neuer zugelaufen. Das wäre oder ist ein sicheres Tor, aber gut. Er wird auch noch andere Chancen bekommen in der Saison und da wird er dann auch öfter mal treffen. Hoffe ich jetzt einfach mal. Oh, jetzt kommt, Achtung, Hoffenheim mit John. Der legt sich den Ball 4-5 Mal weit vor. Achtung, Pacho in der Mitte. Aber kriegt den Laden nicht dicht. Achtung, erste Chance für Hoffenheim und die Führung. Erste Chance, erstes Tor. Da hat die Aufteilung nicht gestimmt. Da war auf einmal Pacho auf der Außen, obwohl er da gar nichts zu suchen hat. Und dann muss ich mich wieder entscheiden. Entweder in Zweikampf reinzugehen oder zu stehen. Hier. Ach, er ist es gar nicht. Quatsch. Amenda spielt doch Nagalo. Also gar kein William Pacho heute hier im Spiel drin. Und dann unser Nachwuchskeeper David im Tor. Ohne Chance. Und das ist, ja, Angel. Erstes Tor natürlich im zweiten Spiel. Das sind auch Sachen, die werde ich nie rauskriegen, dass es Spieler geben wird, die gegen uns ihr allererstes Tor schießen und wahrscheinlich auch ihr einziges in ihrer Fußballvereinskarriere.
Aber egal, wir machen weiter. Wir wissen, wie man mit Rückständen umgeht. Muss halt jetzt nach vorne ein bisschen mehr passieren. Aber so natürlich nicht. Das wirkt alles sehr behäbig. Natürlich, klar, mit der Mannschaft, wenn hier Leute drin sind, die gerade mal eine 64 zum Beispiel haben oder gerade so über eine 70, das lässt sich natürlich anders spielen, gar keine Frage. Aber trotzdem kann man auch mit der Mannschaft gewinnen, so ist es nicht. Und Chancen hatten wir ja auch. Und die nächste folgt zugleich. Larsen gegen Kabak. Ja, Larsen setzt sich durch. Na komm, jawohl, hat er. Und jetzt die Chance auf den Ausgleich. Und da ist er, weil er hartnäckig geblieben ist. Strand Larsen, weil er sich da durchgesetzt hat. Und weil er dann, ja, anders als Haraldsson, ein bisschen cooler vom Tor ist. Ist auch ein Nordeuropäer. Hier, zack, das war richtig stark gemacht. Gegen Ozan Kabak durchgesetzt und dann aus 15 Metern hinein zum Ausgleich. Sehr schön, das war wichtig. Gleich der Ausgleich vor der Pause noch. Und da muss ich mal gucken, dass der auch in der Mitte bleibt. Also, dass der die Anweisung hat, sich zentral zu orientieren, dass er auch da bleibt und nicht immer auf den Flügel ausweicht. Weil da blockt er erstens Chaibi und zweitens fehlt er dann in der Mitte. Oh, Miller, ja, sehr guter Ball, oha. Jetzt muss den Chaibi nur kontrolliert kriegen. Larsen kommt wieder. Ja, der fehlt halt jetzt in der Mitte. Das ist halt schade. Jetzt müssen wir wieder hinten rumspielen. Buta auf der anderen Seite geht auch nicht. Also hier hinten rum. Jetzt steht er wieder auf der Außen. Junge, geh in die Mitte. Also das verstehe ich nicht. Der steht auf der Außen, der fehlt in der Mitte. So kann ich nicht reinflanken. Das war, glaube ich, ein bisschen Fail. Ein Fail von ihm. So, ich schaue jetzt mal, ob der die Anweisung hat. Ne, hat er nämlich nicht so. Also zentral orientieren. Der soll vorne in der Mitte bleiben. Die anderen, das ist soweit okay. Das könnte ich natürlich umstellen, aber das würde sich dann beißen mit unseren Anweisungen. Guck mal, oben die Trainer, das wäre dann Gold. So wäre es halt nur Silber. Das könnten wir auch machen, alle Freiheiten. Aber ich will ja auf Gold bleiben. Ich will ja das Beste für die Mannschaft haben. So, jetzt schauen wir mal, ob das mit einem zentral orientierten Larsen besser klappt. Ich habe ich gesehen, gerade auf der Bank kein Ersatzstürmer so recht, ne? Oder ist da Gift Orban mit dabei? Oder Sascha Kalajdzic, nee, ne? Da muss ich auch nochmal gucken, dass ich zumindest mal einen Ersatzstürmer mit auf die Bank nehme, auch in der zweiten Mannschaft. Aber jetzt kommt erstmal Miller über Chaibi, Nkunku, und da ist er doch besser orientiert. Larsen, ja, geht doch, guck. Junge, siehst du, kaum bist du in der Mitte, schon kriegst du deine Chancen. Ja, zwar flach angespielt, aber hat so einen Zidane-Verschnitt, ne? Damals Champions League-Finale gegen Leverkusen, auch überragendes Tor von Zidane. Technisch allererste Sahne. So einen ähnlichen Vibe hatte das gerade so ein bisschen. Und somit hat dann auch außen Chaibi ein bisschen mehr Freiheit, ein bisschen mehr Platz. Zieht dadurch auch den ein oder anderen Spieler. Seht schon oben, nächstes Spiel ist dann in Gladbach. Genau, wir haben auch jetzt 4 Auswärtsspiele, jetzt wo ich das gerade sehe. Wir spielen erstmal nicht zu Hause, wir haben jetzt 4 Auswärtsspiele mit Liga und mit der Champions League, glaube ich, zusammen. Und Berisha kommt. Achtung, die Hoffenheimer, nächste Chance. Und David, ja, komm, hol ihn dir, jawohl. Also da darf man auch noch nicht zu viel erwarten. Wenn der mal den ein oder anderen Ball noch prallen lässt, obwohl man den festhalten kann, dann ist das seiner noch niedrigen Gesamtstärke geschuldet. Das ist auf jeden Fall zu verzeihen. Aber wir sind schon wieder vorne, Buta. Larsen, ja, wieder in die Mitte. Genau, da sollst du stehen. Genau, dann haben wir nämlich hier Platz. Dann kommt Larsen. Oh, mit dem Außenriss. Ja, der stand gestern schon in der Zeitung. Schade. Aber genau das muss man machen. Hier, dann haben wir nämlich auch in der Mitte ein paar mehr Freiheiten, wenn Larsen vorne ein paar Verteidiger zieht. Oder bindet. Einer reicht ja schon. Genau, deswegen soll er immer schön in der Mitte bleiben. Und nur im Notfall wirklich auf die Außen ausweichen. Also wir sind die bessere Mannschaft, finde ich jetzt, gerade auch in der zweiten Halbzeit. Im Prinzip hatte Hoffenheim eine Chance, die haben sie halt genutzt. Und wir schlagen uns im Prinzip, wenn dann selber, wenn wir halt die Chancen vorne nicht machen. So, hier seht ihr wieder die Chance für Hoffenheim, aber Knauf ist dazwischen. Und wieder der Aufbau über die andere Seite. Und Nkunku muss da durchlaufen. Ich mache nämlich einen kleinen Umweg hier über Chaibi. Nkunku. Ja, da ist er. Ah, schade, aber dann kriegt er den leider nicht. Aber so ist das auch ein Weg, die Abwehr zu überspielen, wenn jemand vorher hinterläuft. Jetzt fehlt er natürlich hin. Oh, und jetzt kommt Hoffenheim. Über Kader Rabeck, aber Nagalo ist dazwischen. Und Amenda und Buta auch.
Sieht bislang alles sehr, sehr gut aus, aber es fehlt halt leider das zweite Tor. Aber wir werden noch Chancen bekommen, auf jeden Fall. Oh, Shaibi leider in den Rücken gespielt. Nächste Chance kommt, da ist Patino, aber Miller passt auf. Sehr, sehr gut, sehr schön. Ja, das war nicht so gut hier, Larsen. Da bringen wir uns wieder selber in Bredouille. Achtung, aber Verteidigung steht, Amenda, super. Er ist so ein bisschen, gerade verflacht das Spiel so ein bisschen. Viele Fehlpässe, schade. Auch vorne Halfredsson. Ne, Haraldsson, Halfredsson, Haraldsson. Kriegen wir heute leider noch nicht so ins Spiel rein. Gut, da ist dazwischen, gewinnt den Zweikampf. Aber es reicht da eine Aktion in der 90. So, da haben wir Haraldsson über Knauf. Oh, und der ist eigentlich schnell. Zu schnell für seine eigenen Beine, Haraldsson. Und jetzt, genau, da ist Larsen mit der Chance auf sein zweites Tor. Da ist es. So ein bisschen aus dem Nichts, Minute 75. Ja, das schmeckt der Tee an kalten Tagen, an regnerischen Tagen. So unscheinbar, aber dann einmal aufgezogen. Larsen, weil er sich zentral orientiert, hört. Vorbei an Baumann und auch auf ihn ist Verlass. Das, was Orban und Kalajdzic in der A11 sind, das ist halt Larsen und dann noch bald Mr. X. In der B11. Und ich muss sagen, so ein Mix aus beiden Mannschaften, das würde auch schmecken. Also so ein Haraldsson hinter einem Orban, neben einem Mamouche, das würde auch ganz gut funktionieren, glaube ich. Jetzt aufgepasst, Hoffenheim kommt über John gegen Buta und Knauf. Da sind sie zu zweit, da darf er eigentlich nicht durch. Und die Flanke kommt wieder an. Und der Ausgleich. Ich hab's geahnt. Ich hatte es so im Gefühl, ey. Die waren da zu zweit, haben da keinen Zugriff bekommen. So, da muss der Ball schon geklärt sein. Der Ball darf nie dahin. Nie. Never ever. Okay, und dann halt das, was ich euch gesagt habe, dass der da am Ball vorbeifliegt, der David. Das ist natürlich auch klar, das ist ganz normal bei seiner Stärke, aber das ist halt ein Tor. Hier sehen wir das gerade nochmal. Der darf da nie hin. Also der Ball ist meilenweit in der Luft. Ach, wir haben ja sogar noch einen. Guck mal. Sascha Kalajdzic. Dann habe ich mich vorhin verguckt. Dann habe ich gerade einen Denkfehler drin gehabt. Dann wechseln wir gerade nochmal ein bisschen. Können wir mal die Außen hier wechseln. Ibimbe, ja, setze ich eher vorne ein. Und machen wir mal Tuta rein für Amenda. Reste. Ich meine, der David, der braucht ja auch seine Spiele. Ich meine, du kannst ihm keine Erfahrung backen. Ich könnte ihn jetzt auch verleihen. Aber ich möchte ja auch mit ihm spielen. Ich möchte auch mit so Leuten spielen. Ich möchte ja gucken, wie die stärker werden. Und wenn wir hier die Chance haben, dann nehme ich das auch gerne in Kauf. Auch wenn ich natürlich immer im Hinterkopf behalten muss, dass wir in die Champions League müssen. Jetzt kriegt, glaube ich, Kaderabek erstmal gelb. Victor Perez übrigens Torschütze, habt ihr gerade gesehen. Und sein erstes Tor in seinem ersten Spiel. Also herzlichen Glückwunsch auch an dich. Du wirst wahrscheinlich auch nie wieder ein Tor schießen. Dafür Miller aber vielleicht. Schade. Den hätte ich gerne mal gesehen, wenn er durchgekommen wäre. Kadiolu. Larsen wieder in die Mitte eigentlich rein. Miller, oder? Wer ist jetzt da vorne? Da ist Ebimbe mit dem Kopf. Schade. Falscher Mann. Nochmal Kalajdzic, ja? Hat gegen Hertha gut geklappt. Last-Minute-Tor vielleicht auch heute. Wäre richtig gut. Oh Gott, ich habe bei dem immer Schiss, dass seine Beine irgendwie brechen. Nach wie vor. Das sind so Streichhölzer. Aber solange er damit zurechtkommt, alles gut, sind ja seine Beine. Jetzt kriegt Hoffenheim einen Freischuss, warum auch immer. Ja, das ist ein merkwürdiges Spiel. Also ein merkwürdiger Spielverlauf, weil wir waren eigentlich die bessere Mannschaft. Hauen uns dann leider die Dinger wieder selber rein. Ich meine, gerade das zweite Ding, das darf nie passieren. Also da sind sie zu zweit, da muss ich auch vielleicht zur Not grätschen. Aber ich denke mir immer, komm, mit so einem normalen Zweikampf bist du immer besser aufgehoben als mit einer Grätsche. Kalajdzic, Ebimbe. Ah, schade, kommt da nicht hin. Nee. Kommt da nicht hin. Noch 2 Minuten. Vielleicht irgendwo nochmal einen Ball gewinnen, aber halt auch aufpassen, dass wir uns nicht das dritte Tor hinten fangen. Dann wenigstens einen Punkt holen. Damit wäre ich völlig einverstanden. Anstatt jetzt hier noch, sich die Niederlage abzuholen. Kaderabek, Achtung. Bisschen viel Platz, Larsson. So, jetzt Last Minute, ne? Ausrufezeichen, haben wir gegen Hertha schon mal geschafft. Wenn wir denn die Chance nochmal kriegen sollten. Götze, ja, Shaibi, komm. Ja, macht's Götze halt alleine gegen Nuhu. Adams Nuhu. Und wen haben wir da wieder? Kalajdzic und Miller. Oh nein. Aber warte, Chance lebt noch. Ebimbe macht da alleine gegen alle. Pfosten. Kriegen wir nochmal eine Chance? Ja, Eckball ist nochmal da. Also komm, 95. Minute.
Das wäre ein Ding. Und wen sehen wir natürlich? Sascha Kalajdzic. Nee, da müssen wir Götze jetzt hierher holen. Kalajdzic in der Mitte. Das hat hier einen Hang eigentlich zum Tor. Die Flanke kommt. Ja, der Kopfball kommt auch. Kalajdzic. Nochmal. Chance ist da. Tut er. Und jetzt pfeift er ab. Mitten im Kopfball. Schade. Also nochmal eine turbulente Schlussphase. 96 Minuten rum. 2-2. Ein bisschen unglücklich. Weil, wie ich gerade schon gesagt habe, die beiden Gegentore, die waren halt auch völlig unnötig. Und der Keeper natürlich, aber habe ich auch schon gesagt, das ist selbstverständlich. Egal, ein Punkt ist okay. Hätten auch gerne 3 sein dürfen. Es ist halt immer so ärgerlich, wenn du dann auf die Statistik nach dem Spiel guckst und du siehst, du warst eigentlich die bessere Mannschaft. Naja, egal. Also hatten wir schon öfter. Ein Punkt immerhin. Ich glaube, mit dem werden wir noch einiges anfangen können. Jetzt DFB-Pokal. Da ist natürlich die große Frage, wen lässt du jetzt spielen? 2 Tage Pause, dann kommt Dortmund und dann kommt Inter Mailand. So, ich wollte noch ein paar Sachen gerade erledigen, bevor wir hier den Part beenden. Scouting-Update haben wir wieder, okay. Gut, Trainingspläne wechseln noch, das hatten wir auch. Was ist denn mit Leo Arnaud oder Arnaud? Gut, der hat ein Potenzial bis 85. Das wird auch ein guter. Also man muss jetzt nicht hier die High-End-Talente holen, die halt nur über eine 90 kriegen. Und dann geht das auch in Ordnung. Also dann kann man auch mit so Spielern arbeiten, die halt nur eine 85 kriegen, im schlechtesten Fall. So. Schauen wir mal, wen haben wir hier? Alexandre Bernier. Raphael Noël leider auch nicht. Jean Simon. Ich glaube, da ist nichts mit dabei. Vielleicht er hier noch? Nee, nur im Weber. Und Niall Dubois war leider nicht viel mit dabei. So, jetzt halt die Frage. Wen setzen wir bei der B11 auf die Bank? Gehe jetzt erst noch mal rein. Wir haben ja da Kalajdzic, dann ist das okay. Ich dachte, wir hätten gar keinen Stürmer auf der Bank. Oder vielleicht Mamouche für die Geschwindigkeit nochmal. Wir haben ja hinten Pacho Tuta, Ebimbe. Der kann auch zur Not Rechtsverteidiger spielen. Dann lasse ich mal Kadiolu ganz außen vor und mach mal Mamouche hier hin. Schon Wahnsinn. Guck mal, wenn du siehst, was hier unten noch wartet. Miretti, Ugarte. Die sind natürlich dann alle für die A11 geplant. Aber gut, dann haben wir ja da erstmal mit Kalajdzic noch einen Ersatz für Larsen. Dann gehen wir mal hier auf die Tabelle, in Anführungszeichen. Runde 2. Ja, Leverkusen, Stuttgart interessant. Bayern, Hannover. Dortmund, Leipzig, vorweggenommenes Finale. Gab es ja auch schon mal in Corona-Zeiten. So, Bundesliga, das ist wichtig hier. Naja, und wir sind ja gut mit dabei. Ne, also 5 Punkte Rückstand. Leverkusen hat weiterhin eine weiße Weste. Mal gucken, wie lange sie das durchhalten. Spätestens gegen uns ist dann Schluss. Also noch wenig aussagekräftig. Wenn es aber so bleibt, bleibt es weiterhin spannend bis zum Schluss. Das ist ja das, was ich gerne möchte. Eine Saison, die bis zum Schluss wirklich spannend bleibt. Und die Bayern spielen ja am nächsten Spieltag gegen Leverkusen. Seht ihr rechts? 12. Oktober. Obwohl, nee, erst gegen Mainz und dann gegen Leverkusen. Wir spielen jetzt gegen Dortmund in der Liga und gegen Gladbach im Pokal. Also sehr, sehr interessante Spiele. Werden hoffentlich sehr, sehr viele Siege folgen. Wichtig jetzt im nächsten Spiel gegen Gladbach. Also, macht's gut, bis zum nächsten Spiel. Ciao, ciao.